sind dann die Abgabestellen? Wer darf das produzieren? Is it possible to get medical cannabis like in India? It's changing every day actually. In der Schweiz haben wir momentan diverse Pilotprojekte, oder? Dann unter Umständen direkt in eine NPU reingerät, die mitunter mit mindestens 3.000, 4.000 Euro an Gebühren verbunden ist. This video has been created strictly for documentary purposes. Please be aware that we do not support the use of psychoactive substances. Now enjoy this awesome video. Peace. Grow Cannabis natürlich, wir bauen Cannabis an und das sind einfach so Sachen, das kann man in Deutschland nicht machen. Wir sind der größte Hersteller mittlerweile weltweit von fertilisierten CBD- und CBG-Genetika. We see a more sustainable future when we make the right choices. Yeah, and then it was a hard world for a long time because everything was illegal as hell. Yeah. And then we were all like criminals and, well, now we're not. Wie sieht es bei euch aus eigentlich hinsichtlich Legalisierung? Jetzt hat ja Deutschland in ihr Regelwerk eingebaut, dass sie legalisieren wollen. Glaubst du, die Schweiz zieht nach oder wie hängt das zusammen? Wir sind schon auf dem Weg Richtung Legalisierung in der Schweiz. Nur dauert die in Deutschland genau gleich. Die ganze Bürokratie dahinter noch seit Jahren, nicht nur Monate, sondern Jahre, oder? Is it possible to get medical cannabis like in India? Well, it is, but regulations currently, there's nothing that specifically says you can or cannot. That's the whole thing why I love Spain. And now they are also regularizing. Until September, November, we're finally going to have a law in Spain. So really happy. Ah, okay. I didn't heard about it from Germany. Yeah, it's changing every day actually. But now it's changing every day. Ist ja auch jetzt aktuell in Deutschland ein ziemlich großes Thema, weil ja bekannt gegeben wurde, dass jetzt halt die Legalisierung feststeht. Und es stehen ja wirklich noch viele Fragen offen, auch im Bereich Autofahren eben. Was glaubt ihr, wie lange es noch dauern wird, bis auch so Regelungen im Autobereich geklärt sind? In der Schweiz haben wir momentan diverse Pilotprojekte, oder? Die Prodanten, die sich registrieren müssen, wo auch Studien dahinter gemacht werden, wo das Cannabis so legal jetzt beziehen können während dieses Pilotprojektes. Dann werden da Auswertungen, Studien dahinter stattfinden, damit man auch schaut, ja, wie wollen wir das zukünftig überhaupt regeln? Wo sind dann die Abgabestellen? Wer darf das produzieren? Wer darf es konsumieren? Wie viel pro Monat etc.? Das wird dann aus diesen Studien nachher eigentlich dann ausgewertet und die gute Lösung gefunden. Steht auch viele Fragen, die offen stehen, wie in Deutschland auch letzten Endes. Genau, die brauchen Zeit. Und das sind die Politiker nicht an oberster Stelle, sage ich mal, von der Priorität. India is in the process of regulating a lot of things. And for example, with hemp, right now the seed is the part that has been regulated. Yes. With medical cannabis, we have a curious relationship with this plant because it's been a part of our culture for like over 5,000 years. Yeah, I think so, yeah. And only in the last couple of years it's gotten more complicated in terms of the understanding and whether it's going to get you high or not. But our traditional medicine, Ayurveda, uses it a lot. So, yeah. Also wir haben in Amerika einen Legalisierungsprozess gehabt, wo man jetzt auch schon sehr häufig Tests vor Jobantritten oder auch in ähnlichen Situationen bei Stipendiaten auf dem College wird sehr viel getestet. Also wir gehen davon aus, dass auch wenn Cannabis legalisiert wird, es immer noch mehr Tests geben wird und wollen uns dafür dann einfach einsetzen, dass richtig getestet wird und fair getestet wird. We want to follow it. We want to follow the law as the best we can, so we can still exist. We're not gonna put something in the game that we worked so many years for. Aktuell ist es so, dass man unter Umständen nach 30 bis 120 Tagen nach einmaligem Konsum in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten kann, da dann bei einem Urintest einen positiven Urintest abliefert und dann unter Umständen direkt in eine NPU reingerät, die mitunter mit mindestens 3.000, 4.000 Euro an Gebühren verbunden ist, mit einer Mindestabstinenz von 6 Monaten, die dann auch nachgewiesen werden muss. Ja, deswegen kennt das System da einfach und wissen einfach, dass da sehr viel aufgeholt werden muss. Ganz genau. Das ist sehr spannend. Es ist eine extrem schnell bewegende Branche, die CBD-Branche. Das ist Wahnsinn, und mit den ganzen Gesetzen, der Herausforderung der verschiedenen Gesetze in der EU etc. Das macht es enorm spannend. Ja. Gab es so einen Punkt, wo du sagst, jetzt möchte ich was in dem Bereich machen oder tätig? Nee, es ist ein ganz dummer Zufall gewesen. Und dadurch bin ich seit 8 Jahren hier.